Die Stadt Musina in der südafrikanischen Provinz Limpopo ist für ihre Ruhe bekannt, es gibt jedoch viele Geschichten über Wildtierhandel. In einer kleinen Straße hier lebt die Familie von Julius Mukwena mit seiner Frau und seinen 2 Kindern. Aus Neugier und Liebe zum Neuen kaufte Julius günstig ein Löwenjunges auf dem Schwarzmarkt. Der Deal fand heimlich nachts in einer verlassenen Gasse am Stadtrand statt. Das Löwenjunge war erst wenige Wochen alt und wurde in einem verängstigten und schwachen Zustand von seiner Mutter getrennt. Zunächst zeigte Julius seinen Nachbarn stolz sein besonderes Haustier über die sozialen Medien. Er sperrte es in einen kleinen Eisenkäfig in der Ecke des Hinterhofs der Familie. Im Käfig fehlte es an Licht, der Raum war eng, der Boden war feucht und voller unangenehmer Gerüche. Das Futter, das Julius ihm gab, war nicht geeignet und bestand nur aus Fleischresten, gebrochenen Knochen sowie Katzen- und Hundefutter. Schon nach kurzer Zeit begannen die schlechten Lebensbedingungen, die Gesundheit der Tiere zu zerstören. Einige Wochen später fiel sein goldenes Fell fleckenweise aus und gab den Blick auf eine schimmelige, schorfbedeckte Haut frei. Der Körper war abgemagert, Rippen und Hüftknochen waren sichtbar und bestanden nur noch aus Haut und Knochen. Die einst strahlenden Augen wurden trüb, die Atmung schwach und langsam. Das schwache Brüllen, das ausgestoßen worden war, war vollständig verschwunden und durch absolute Stille ersetzt worden. Es musste tagelang ohne Nahrung auskommen und rührte weder Milch noch rohes Fleisch oder andere Nahrungsmittel an. Er liegt einfach zusammengerollt da, versucht manchmal aufzustehen, bricht aber sofort auf dem schmutzigen Käfigboden zusammen. Die Hautwunden waren geschwollen und der Hinterhof war mit Eiter gefüllt. Julius hatte Angst, dass herauskommen würde, dass er es illegal aufbewahrt hatte, wenn er es zur Behandlung mitnahm. Der Druck seiner Frau und die misstrauischen Blicke seiner Nachbarn versetzten ihn zunehmend in Panik. In einer nieseligen Nacht legte Julius es in einen zerrissenen Karton, der mit Essensresten ausgelegt war. Er fuhr zur Eingangstür der Tierklinik der Stadt, stellte die Kiste ab und verließ das Gebäude eilig. In der Dunkelheit lag das Löwenjunge regungslos und atmete schwach, während es auf den letzten Hoffnungsschimmer wartete. Am nächsten Morgen kam der Tierarzt David Khumalo in der Klinik an und war bereit, seinen Arbeitstag zu beginnen. Direkt vor der Tür sah er einen nassen Karton, der allein vor der Tür lag. Es gab weder eine Nachricht noch einen Hinweis darauf, was sich darin befand. Als David den Deckel öffnete, war er fassungslos und sah ein erschöpftes Löwenjunges regungslos daliegen. Er kniete sofort nieder und legte seine Hand auf die Brust des Tieres, um zu prüfen, ob sein Herzschlag schwach war. Ohne zu zögern trug David ihn in die Notaufnahme und bereitete die Wiederbelebungsausrüstung vor. Er injizierte ihm ein Stimulans, legte ihm eine Infusion und hielt seinen Körper mit einem weichen Handtuch warm. Ein paar Minuten später öffnete es leicht die Augen und versuchte, tief durchzuatmen. David rief sofort den örtlichen Ranger an und informierte auch die Polizei von Musina. Während er wartete, beobachtete er weiterhin aufmerksam dessen schwache Atmung. 30 Minuten später erschienen Ranger Sifo Dlamini und 2 Kollegen in der Klinik. Sifo untersuchte den Löwen und stellte fest, dass es sich um einen etwa 3 Monate alten, stark unterernährten Löwen handelte. Es liegt eine akute Enteritis vor, die ohne sofortige Behandlung innerhalb weniger Tage zum Tod führt. Die Polizei machte Fotos vom Tatort, nahm Aussagen auf und legte eine Akte an, um den Ursprung zu untersuchen. David übergab den Löwen an Sifo, damit er ihn zum Mapungubwe Elephant Sanctuary bringt. Im Auto wickelte Sifo es vorsichtig in eine Decke, damit es warm blieb. Das Auto raste die rote Schotterstraße entlang, die zum über 40 Kilometer entfernten Reservat führte. In der Veterinärstation des Reservats begann das medizinische Team mit der Entwicklung eines detaillierten Behandlungsplans. Sie beschlossen, einige Tage zu fasten, um seinen Darm zu stabilisieren, und gaben ihm nur Flüssigkeit und Medikamente. Sifo nannte es Nuro, was auf Swahili Licht bedeutet, in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Am 2. Tag konnte Nuro aufstehen und ein paar schwache Schritte machen. Ärzte füttern es mit weicher, nahrhafter und leicht verdaulicher Nahrung, die der Körper am besten aufnehmen kann. Jede Mahlzeit wird sorgfältig abgemessen und aufgezeichnet, um die Genesung zu verfolgen.
Das Fell begann nachzuwachsen, war jedoch noch spärlich und hatte eine ungleichmäßige Farbe. Sifo kommt jeden Tag vorbei und plaudert mit ihm, damit er sich an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt. Nuro reagierte auf den Ruf und kam näher, als er Sifo sah. Eine Woche später konnte es in dem kleinen Gehege ein paar schnelle Schritte laufen. Die Ärzte brachten es in ein weitläufiges, halbwildes Gebiet, um Überlebenstechniken zu üben. Hier lernt Nuro das Nachahmen der Jagd und trainiert seine Reflexe wie in der Wildnis. Die Augen gewinnen ihren Glanz zurück, der Körper wird gesünder und beweglicher. Sifo glaubt, dass Nuro mit der Zeit bereit sein wird, in die Wildnis zurückzukehren. Das Team begann mit den Vorbereitungen für die entscheidende Veröffentlichungsphase. Während Nuro sich erholt, geht Polizist Musina Hinweisen nach, um den Menschenhändler zu finden. Sie entdeckten einen berüchtigten Wildtierschmuggler an der Grenze zu Simbabwe. Diese Person wurde mit Beweisen und einem illegalen Handelsnetzwerk festgenommen. Auch Julius Mukwena wurde vorgeladen und kurz darauf verhört. Die beiden wurden vor dem Provinzgericht Limpopo wegen des Vorwurfs des illegalen Wildtierhandels vor Gericht gestellt. Die vom Ranger und Dr. David vorgelegten Beweise reichten aus, um sie zu verurteilen. Das Gericht verurteilte jeden von ihnen zu einem Jahr Gefängnis und einem lebenslangen Verbot der Wildtierhaltung. Der Fall wurde zu einem heißen Thema in den lokalen Medien. Die Menschen in der Stadt Musina werden sich der Folgen illegaler Gefangenschaft immer stärker bewusst. Nuro ist zu einem lebendigen Beweis für das Leid geworden, das der Tierhandel verursacht. Nach einem Monat hatte Nuro seine gesunde Figur, seine starken Muskeln und sein glänzendes goldenes Fell wiedererlangt. Es jagt geschickt kleine lebende Beutetiere im Trainingsbereich und zeigt dabei starke natürliche Instinkte. Sifo ist stolz darauf, sein Wachstum jeden Tag zu beobachten. David kommt immer noch regelmäßig vorbei und bringt Spielzeug und Leckereien mit. Jedes Mal, wenn er David sah, kam Nuro näher und rieb freundlich seinen Kopf an seiner Hand. Der Veröffentlichungstermin wurde auf einen sonnigen Oktobermorgen festgelegt. Eine Gruppe Ranger brachte Nuro in die Sicherheit der weiten Graslandschaften. Sifo öffnete die Käfigtür, seine Augen waren erfüllt vom Glauben an das Löwenjunge, das er gerettet hatte. Nuro stieg langsam aus und atmete tief die frische Luft ein. Es drehte den Kopf, um zurückzublicken, und seine Augen leuchteten, als wollte es ein letztes Dankeschön senden. Dann raste es plötzlich in Richtung der weiten grünen Felder davon. Sifo und David standen still und sahen zu, bis die Gestalt verschwand. Sie wussten, dass Nuro nun stark genug war, um allein in der Wildnis zu überleben. Seine Geschichte verbreitete sich schnell in ganz Musina und wurde zu einem Symbol der Hoffnung und des Lebens. Vor Davids Klinik hängt ein neues Schild: Jedes Leben zählt. Und irgendwo mitten in der Steppe begann Nuro, das nächste Kapitel seines Lebens in Freiheit zu schreiben. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unsere Geschichte zu lesen. Wenn Sie es interessant finden, vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen.